Wer sagt denn, dass du die ganze Hochzeit zahlen sollst? Ich sage das. Und darüber wird auch nicht diskutiert. Och, Helmke, du bist doch sonst nicht so altmodisch. Also wenn es um die Ehe geht, schon. Spaß beiseite. Also ich würde mich ja auch freuen, wenn wir die Freunde und die Familie dabei hätten. Aber wenn wir wirklich in die Karibik wollen, sprengt das den finanziellen Rahmen. Hör mal, und wenn jeder für seine Leute zahlt? Also ich für Bella, Olli, Christian und Elisabeth und du für deinen Trauzeugen und deine Mutter. Abgelehnt. Na, dann eben ohne deine Mutter. Netter Versuch. Also wenn ich mich entscheiden muss, dann sind mir meine Familie und meine Freunde wichtiger als die Karibik. Gut. Heiraten wir in Düsseldorf. Ich glaube, es hat geklingelt. Hey. Olli! Ich habe noch mal nachgedacht. Ihr sollt natürlich heiraten, wie ihr wollt. Und selbstverständlich rede ich mit Bella. Planänderung. Hey. Wir heiraten in Düsseldorf mit allem Drum und Dran und all meinen Lieben. Jetzt echt? Ja? Ja, habt ihr schon einen Termin? Nein, das haben wir noch nicht, aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Hm? Naja, wenn ihr noch im Sommer heiraten wollt, also habt ihr schon eine Location? Ja, also des Schneiders auf keinen Fall. Ich will nicht in meinem eigenen Laden heiraten. Naja, da müssen wir uns jetzt schon dahinter klemmen. Wir werden schon was Passendes finden. Mensch, ich habe eine Idee. Jetzt, wo meine Kollegen kommen, da könnten wir auch im Polizeipräsidium, im Vereinsheim feiern. Da passen mehrere hundert Leute rein. Und die haben auch eine Bühne für Blasmusikorchester und so richtig. Und eine 1A-Zapfanlage. Oh, das ist eine Option. Aber bevor du da Fakten schaffst, reden wir noch mal drüber, ja? Hallo, Charlie, es war ein Witz. Hast du mir ja wohl nicht zugetraut. Naja, wie wär's denn, wenn ich einfach den Wedding Planner für euch mache? Dann müsst ihr euch um gar nichts kümmern. Ah, du bist engagiert. Ja. Dann bekommst du auch die weltbeste Traumhochzeit aller Zeiten. Versprochen. Na, toll. Du, Henke, aber jetzt müssen wir wirklich los. Ich glaube, du musst mich mit Blaulicht hinfahren, sonst schaffe ich den Zug gar nicht. Ich hol's Auto. Prima. Bin gleich da. Schön. Olli, hilfst du ihm bitte, einen Anzug auszusuchen? Sonst habe ich keine ruhige Minute. Ich sage nur Sitzsack. Ich werde das Schlimmste verhindern. Okay, jetzt muss ich aber wirklich los. Du schaffst das schon, ne? Ja. Olli, machst du dann das Licht aus und Ja, ja. alles zu? Tschüss. Gute Reise. Hab ich doch richtig gehört, du bist zurück. Hey, Olli, was gibt's? Die Hochzeit. Ich habe da schon mal eine To-Do-Liste gemacht. Ah, ich wollte eigentlich Ja, guck mal, das kannst du doch auch bei uns. Komm mal mit. Weil, wenn ich direkt weiß, was du willst, muss ich dich nicht jedes Mal fragen. Setz dich. So. Ich habe hier gleich mal eine Liste gemacht, was ich alles von dir wissen muss. Also, ganz, ganz wichtig, kirchlich oder standesamtlich. Und falls kirchlich, bist du auch katholisch? Ausgetreten. Okay, dann wird das schwierig werden. Gut, dann fangen wir erstmal mit den Sachen an, die leichter sind. Also, Wagen, Kutsche oder Fallschirm. Dann die Trauzeugen. Wichtig, wollt ihr Blumenkinder haben. Und ganz, ganz dringend bräuchte ich von dir eine Einladungsliste. Halt, stopp. Dann müsst... Olli, also das mit der Kirche können wir knicken, glaube ich. Oh, ja, aber hier... Das ist aber schon romantisch. So. Guck mal hier. Christian und ich, wir haben ja damals auch kirchlich geheiratet. Wenn du hier mal hinschaust, da sieht man ganz genau, dass Charlie Tränen in den Augen hat. Ich bin mir also sicher, dass sie das auch für sich möchte. Naja, wenn es Charlie glücklich machen würde, dann... Gut. Aber weißt du, das mit der Kutsche und dem ganzen anderen Gedöns, entscheide einfach du, Olli. Ich habe da gar keine Meinung zu. Aber zu der Gästeliste, da hast du schon eine Meinung, oder? Hey. Naja, ihr kommt. Bella, du, Christian, Elisabeth und von mir, meine Mutter und ein, zwei Kollegen. Wir reden jetzt aber schon noch von Düsseldorf und nicht mehr der Karibik. Frank, alleine Charlie kennt 1000 Leute, die tödlich beleidigt werden, wenn sie nicht eingeladen werden. Worum geht's denn hier eigentlich? Wir planen gerade die Hochzeit von Charlie und Frank. Ich bin der Wedding Planner. Dann wird das die erste lange Nacht von vielen. Nein, 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 so schnell, so lange dauert das hier nicht. Ich bin ziemlich schnell wieder. Ricky, jetzt sag doch auch mal was. Ich meine, Charlie will doch bestimmt so eine richtig fette Hochzeit mit allem drum und dran. Ja, eine Kutsche mit Schimmeln davor, eine dreistöckige Torte und so 200 bis 300 Gäste sollten es schon sein. Also versteht mich nicht falsch, ich habe ja überhaupt nichts gegen Romantik, aber so eine Massenveranstaltung, das ist einfach der Mega-Stress. Für alle Beteiligten. Nein, das ist der Mega-Stress für den Wedding Planner. Aber für Charlie nehme ich das sehr gerne in Kauf. Okay, Olli, hör mal.
Den Rest können wir ja morgen besprechen, ne? Okay, dann machen wir das bei der Anprobe. Genau. Was für eine Anprobe? Ach so, das habe ich dir noch gar nicht gesagt. Wir haben morgen einen Termin bei Rebecca. Rebecca von Lahnstein, der Designerin von LCL. Ja, ich weiß, wer Rebecca von Lahnstein ist, aber wie kommst du auf die Idee, dass ich ausgerechnet da meinen Anzug kaufen will? Weil ich weiß, dass das Charlie glücklich machen würde. Also meinetwegen, aber das kriege ich auch alleine hin. Sag mir einfach, wann der Termin morgen ist. Das ist gar kein Problem, da komme ich doch gerne mit. Olli, hör zu. Du machst wirklich schon genug. Das musst du dir jetzt nicht auch noch antun. Ich bestehe aber darauf, das gehört zu meinen Aufgaben. Außerdem ist für dich doch viel schöner, wenn du die Entscheidung nicht alleine treffen musst. Ja, dann ziehen wir es eben zusammen durch. Gut. Olli, wir sehen uns morgen, ne? Machen wir. Und du denkst über Hochzeitstisch, Polterabend und die Locations nach. Danke. Charlie hat mich gebeten, ihm mit dem Anzug zu helfen, um das Schlimmste zu verhindern. Sieht so aus, als könnte er dringend Hilfe gebrauchen. Ja, wahrscheinlich muss ich ihm erst mal erklären, dass er kein Karohemd tragen darf. Und keine weißen Tennissocken. Also um den Job beneide ich dich nicht. Na, ich mich auch nicht, aber was tut man nicht alles für seine Lieblingstante? In 2 Stunden geht mein Dienst los. Bis dahin werden wir aber fertig sein. Also 2 Stunden sind nicht wirklich viel Zeit, um einen Anzug auszusuchen. Ach, das werden wir wohl schaffen. Hallo. Hey. Also wenn ihr gerade zur LCL geht, dann können wir auch gerne zusammengehen. Wie wollen Sie jetzt auch? Naja, ich wollte Rebecca besuchen, aber wenn Sie so darauf bestehen, dann werfe ich gerne einen Blick auf Ihren Anzug. Nicht nötig. Ja, wieso denn eigentlich nicht? Das macht zu dritt doch bestimmt noch viel mehr Spaß. Ja, und ich helfe sehr gerne. Ja, es ist wahrscheinlich mein Glückstag heute. Ja, gut, dann können wir ja schon mal ein paar Sachen abklären. Also Muster, Material, 1-2-Reiher. 2 Reihe. Es gibt da Anzüge, die haben 1 Reihe Knöpfe. Und es gibt Anzüge, die haben 2 Reihen. Das sind 2 Reiher. Ach so, ja. Knöpfe, gibt's sowas nicht mit Reißverschluss? Reißverschluss. War ein Scherz. Ich weiß, was ein 2-Reiher ist. Ja, dann. Bringen wir es hinter uns. Tennis. Oh, das ist gar nicht schlecht mit den kurzen Armen hier. Och nee, Olli. Sag mal, ist wirklich alles in Ordnung? Du wirkst irgendwie abgespannt. Ach, ich habe gerade ein bisschen Stress, aber sonst ist alles okay. Wirklich. Ach, Olli, habt ihr euch eigentlich schon im Vorfeld überlegt, in welche Richtung es gehen soll? Ich habe gefragt, aber Frank meint die ganze Zeit nur, er findet schon was. Mach dir mal keinen Stress. Ich bin schwierige Kunden gewöhnt. Beim echten Bullen hast du bestimmt auch nicht so oft hier. Ja, das stimmt. Und? War was dabei? Eher nicht. Also, am elegantesten wäre natürlich ein Smoking. Oder ein einreihiger Frack, aber das wäre dann sehr traditionell. Also ich habe ja an einen Morning Coat gedacht. Die Hochzeit ist ja schließlich tagsüber. Kat oder Stresemann? Stresemann. Hellgrau oder Anthrazit? Hellgrau. Und die Weste dann auch in hellgrau, ganz traditionell oder vielleicht was Moderneres? Was würden Sie vorschlagen? Hellblau? Wunderbar, passend zur Krawatte. Und Melone? Auf jeden Fall Homberg. Perfekt. Gut, dann gehe ich jetzt mal ins Lager und gucke nach Stoffen. Sehr gut, vielen Dank. Bis gleich. Ja was, ich habe doch gesagt, das dauert nicht lange. Er soll ihm das Geld ja auch gar nicht leihen. Guck mal, er könnte sich doch bei Brandnerbau einkaufen, da irgendwie investieren. Für Tristan ist Andi aber nicht investitionswürdig. Und wenn du ihm die Lage noch mal erklärst? Ich meine, es soll doch sowieso alles korrekt ablaufen. Andi will ja nichts geschenkt haben. Das weiß ich. Und wenn du dich über Andis Wunsch hinwegsetzt und mit Tristan redest. Gegen seinen Stolz. Du weißt schon, dass es nach hinten losgehen kann. Ja, aber es geht ja auch um deinen Job. Olli, für mich wäre das doch okay. Aber bei Brandnerbau, da arbeiten so viele Familienväter. Du hättest Dieter mal sehen sollen heute. Der war außer sich. Ich meine, das sind eh schon keine Besserverdiener, ja? Für die bricht gleich eine Welt zusammen. Dann rette die Welt. Oder versuch es zumindest. Bella, mach bitte die Tür auf. Mann, das darf ja wohl nicht wahr sein. Tristan und Andi sind immer noch im Lager? Olli, das war ganz spontan.
Ich meine, weißt du, plötzlich reden die auf mich ein und ich stehe da als böse. Ja, da hast du die beiden erstmal eingeschlossen. Das ist eine völlig normale Reaktion. Ich weiß einfach nicht, wieso man sich nicht mal ganz normal zusammensetzen kann und darüber in Ruhe redet. Wasser? Ja. Jetzt sitzen die beiden ja zusammen und reden. Du hast ihm ja keine andere Wahl gelassen. Glaubst du, die schlagen sich jetzt die Köpfe ein? Ja. Aber vielleicht hilft es. Weißt du, ich meine, jetzt müssen sie doch miteinander reden. Also ich will es hoffen. Passt nicht. Gibt's denn hier irgendwo Werkzeug? Ich meine, das hier ist eine echte Notlage. Wenigstens da könnten Sie mal Ihren Kleinkrieg vergessen. Ja, eben. Ich meine, wegen ihrer persönlichen Ressentiments werden gleich zig Leute arbeitslos. Zumindest verhungern wir hier nicht. Vielleicht geht's doch, dass sie jetzt mal normal reden, oder? Charlie hat so eine Nummer auch mal abgezogen, als Christian und ich damals unsere Ehekrise hatten. Wir haben uns stundenlang nur angeschwiegen, das war nicht schön. Also, lass die beiden frei, sofort. Du bist auf der falschen Seite. Du meinst andersrum? Nein. Nein, warte. Ich habe einfach im Gefühl, dass sie sich zusammenraufen. Wir kommen hier schon raus. Ja, je eher, desto besser. Okay, ich hole sie jetzt raus. Das hat sich gerade erledigt. Ich wollte gerade zu euch kommen. Ich komme morgen rum und baue das Ding wieder ein. Okay. Mach so einen Blödsinn nie wieder.